Die effizienteste Kilowattstunde Sonnenstrom ist die, die vor Ort verbraucht wird. Der Eigenverbrauch steigt immer mehr an. Wie Sie solarelektrische Gebäude realisieren können, erfahren Sie jetzt. Herzlich willkommen am Stand von Smartfox. An meiner Seite begrüße ich Hermann Buchsteiner. Er ist Hallo. Geschäftsführer von Smartfox. Herr Buchsteiner, das solarelektrische Gebäude wird ja immer interessanter für Hauseigentümer. Eigenverbrauch steigt. Ist das ein neuer Trend? Wir beobachten das eigentlich schon sehr, sehr lange. Also dieses Power-to-Heat-Thema beschäftigt uns auch wirklich schon sehr lange. Und ja, wir sehen einfach, wie wichtig es ist, Eigenverbrauch zu maximieren. Und wie kriege ich das hin? Also was brauche ich zu diesem Eigenverbrauchsmaximierung? Ja, wir haben eigentlich, was diese Power-to-Heat-Lösungen betrifft, ein sehr umfangreiches Produktportfolio. Es geht sehr, sehr einfach los. Wir haben hier ein modulares System eigentlich bei uns im Portfolio. Das ist einmal der ProHeater Plus oder eben der Smartfox Booster mit also ein Leistungssteller, wo wir bestehende Heizstäbe praktisch ansteuern können. Mit dem ProHeater Plus ist es dann so, dass wir einfach perfekte Lösungen für Nachrüstung geschaffen haben, wo wirklich dann stufenlos mit der vollen Intelligenz praktisch das Warmwasser bereitet werden kann. Also das ist schon eine zentrale Komponente, so ein Heizstab, möglichst stufenlos regelbar. Genau. Und was macht dann so ein Leistungssteller? Der Leistungssteller ist eigentlich dafür gedacht, für bestehende Systeme. Wir verwenden praktisch die bestehende Infrastruktur, bestehender Boiler mit dem entsprechenden Heizstab, der einfach dort integriert ist und können den dann wirklich stufenlos Watt für Watt genau mit der Überschussleistung ansteuern und dafür brauchen wir eben diesen Booster oder den Leistungssteller. Und wie bekomme ich dann da so ein bisschen Flexibilität in das System? Naja, die Flexibilität darin ist eigentlich mit unserer neuen Technologie, die wir dafür entwickelt haben, diese sogenannte Direct Link Technologie, und somit wird unser System komplett modular aufgebaut. Das heißt, wir können sowohl das Warmwasser, die Ladestation oder eben auch andere Komponenten wirklich stufenlos ansteuern, und es ist so aufgebaut, dass wirklich jedes eigene Produkt einen eigenen kleinen Energiemanager integriert hat. Das heißt, das Gerät liest dann direkt vom Wechselrichter die Daten aus. Das ist kein eigener Energiemanager dafür notwendig. Und so können wir wirklich ganz einfach und super schnell perfekte Lösungen für den Installateur schaffen und auch extrem kostengünstige Lösungen für den Endkunden anbieten. Ja, aber in der Regel nimmt man einen Energiemanager, aber bei Ihnen halt dann den Direct Link. Genau. Also ist ja praktisch auch ein kleines Gerät. Naja, der Direct Link ist eigentlich in den intelligenten Geräten bereits verbaut. Das heißt, der ist im Booster, in dem Heizstab oder eben auch in dem ProCharger integriert. Somit ist es eine ganz einfache Möglichkeit, eben für den Installateur solche Systeme schnell und kosteneffizient nachzurüsten. Und der Direct Link ist dann auch sozusagen die Schnittstelle zu den anderen Geräten, nicht nur zum Heizstab sondern auch zu den anderen Geräten. Direct Link ist eigentlich bei uns diese Technologie. Wir lesen die Wechselrichterdaten aus. Wir brauchen keinen eigenen Energiemanager, außer natürlich bei größeren, komplexeren Anlagen, wo wir dann Wärmepumpe, Batteriespeicher, Wechselrichter und zusätzlich steuern wollen und auch die Prioritäten vergeben wollen. Dazu brauchen wir natürlich dann schon den großen Energiemanager, aber für die einfache Nachrüstung haben wir hier mit dem Direct Link wirklich eine super Technologie, die wirklich ganz, ganz schnell und kostengünstig integrierbar ist. Super. Vielen Dank, Herr Buchsteiner, für die Informationen. Ja, sehr gerne. Jetzt schauen wir uns den Direct Link mal genauer an. Ja, für den Direct Link habe ich mir jetzt Matthias Fischbacher an die Seite geholt. Er ist ebenfalls Geschäftsführer von Smartfox. Herr Fischbacher, Direct Link ist ja praktisch Energiemanagement so ein bisschen neu. So ein Energiemanagement ist wiederum das Gehirn des ganzen solarelektrischen Gebäudes. Wie funktioniert denn das? Energiemanagement ist einfach super wichtig für den Endkunden. Warum? Er möchte sich Geld sparen. Ganz, ganz einfach. Und es muss einfach sein für den Endkunden, für den Benutzer, für den Installateur. Das ist einmal die Kundenanforderung. Dann haben wir den Installateur, für den muss es stabil laufen, für den muss es zuverlässig sein, für den muss es einfach in der Handhabung sein, im Einbau sein. Und dann haben wir noch das EVU, das redet dann auch noch ein bisschen mit und schickt uns Befehle, wann wir was machen sollen. Und dementsprechend haben wir unseren Energiemanager schon weit über ein Jahrzehnt entwickelt. Und es kommen täglich neue Anforderungen dazu, die wir uns stellen. Ja, also es ist nicht nur der Link innerhalb des Hauses, sondern auch der Link zum Netz, zum Energieversorger.
Genau. Und am besten ohne Komforteinbuße, ohne dass es jemand spürt, ohne dass es jemand merkt. Und das bewerkstelligen wir mit unseren Energiemanagementgeräten. Und Ihr Energiemanager, was kann der ganz speziell? Und Ja, ein wesentlicher Punkt ist die Stabilität, die Sicherheit, eine Langzeitfunktionalität. Das heißt, wir haben mit unserem Energiemanager 2 in einem. Wir haben einen Mikrocontroller, wir haben ein Regelgerät, das komplett dezentral funktioniert, und wir haben auch die Messung bereits am Gerät mit drauf. Da können wir Anlagen bis zu 80 oder 100 Ampere mitmessen, und dementsprechend mit dem Webserver, der direkt am Gerät drauf ist, können wir alle Rechenoperationen, alle KI-Funktionen, die wir drinnen haben, alles dezentral bewerkstelligen, alles dezentral machen. Und wir haben natürlich auch die Server-Plattform, die Cloud, bieten wir mit an. Dennoch die Stabilität und die Sicherheit steht bei uns im Vordergrund. Also es ist praktisch hier kommt alles zusammen. Der Heizstab, die Wallbox, der Speicher. Sämtliche Produkte, sei es jetzt in unserem Verbund, also unsere Eigenprodukte, die wir entwickelt haben, ist es die Wallbox, die Power-to-Heat-Produkte, die wir bereits erwähnt haben, und auch natürlich Fremdprodukte, jede Menge Fremdprodukte. Wir sind offen, wir sind einfach in der Installation, wir sind einfach in der Integration für den Haustechniker, für den Installateur. Wir müssen eine Flexibilität zeigen, und die bieten wir mit unseren Lösungen. Ja, und so ein Energiemanagement sollte auch offen sein, also damit man viel Flexibilität als Installateur hat, viele verschiedene Systeme einbinden kann. Sehr, sehr, sehr viele. Wir haben alle nennenswerten großen Inverterhersteller, Batteriespeicherhersteller, Koppelungen nach außen, dynamischen Stromtarif, alles das in einem Gerät drinnen, und ja. Genau. Und bei Batteriespeicher haben Sie auch ein ganz besonderes Angebot oder ein ganz besonderes? Da gibt es eine Neuerung auf der Messe, und die sehen wir uns jetzt an. So, Speicher ist natürlich wichtig für die solarelektrische Gebäude. Genau, um unser Portfolio abzurunden, haben wir im SmartFox-Ökosystem jetzt heuer auch neu den Batteriespeicher, einen Hybridspeicher, All-in-One-System, 15 kW dauerhafte Ausgangsleistung vom Inverter, 30 Kilowattstunden Batteriespeicher, auch die 15 kW Backup-Leistung, 3 MPB-Trecker, 120 Volt Startspannung, Batterieheizung, Löschsystem zusätzlich. Sicherheit ist ein großes Thema für uns. So runden wir das SmartFox-Portfolio ab. Ja, also auch dann genug Energie für Heizstab und Wallbox, falls die Sonne nicht scheint. Super. Genügend Energie ist immer wichtig. Ja, super. Vielen Dank, Herr Fischbacher, für die tollen Informationen, für die tolle Präsentation. Und wenn Sie noch mehr über die Produkte und Lösungen für SmartFox wissen wollen, schauen Sie auf die Website.